Huntly Castle liegt in der Grafschaft Aberdeen in Schottland. Die Burg besteht aus einem 5-stöckigen Turm, einer daran angrenzenden sogenannten großen Halle sowie weiteren Gebäuden. Die teilweise erhaltenen Fassadenverzierungen zeugen vom einstigen Glanz. Die Geschichte von Huntly Castle, damals noch Strathbogie genannt, beginnt im 12. Jahrhundert. Damals stand an der Stelle der heute sichtbaren Anlage eine Turmhügelburg aus Holz, eine sogenannte Motte. Im Laufe der Zeit wurde diese kontinuierlich erweitert. Im 14. Jahrhundert kam sie in den Besitz von Sir Adam Gordon of Huntly. Während der schottischen Unabhängigkeitskriege war im Jahr 1307 König Robert the Bruce zu Gast auf Huntly Castle. Um 1449 befand sich König Jakob II. Im Krieg mit dem einflussreichen Earl of Douglas. Dabei wurde er vom Clan Gordon unterstützt. Der Earl of Moray, Bruder des Earl of Douglas, nutzte die Abwesenheit der Familie und brandschatzte deren Ländereien. Obwohl die Gordons schnell zurückeilten und die feindlichen Truppen zurückschlugen, konnten sie ihre Burg nicht mehr retten. Huntly Castle brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Gordons bauten ihre Burg jedoch wieder auf, und zwar größer und schöner denn je. Sie pflegten weiterhin ihre Beziehungen zum Königshaus. 1496 war Jakob IV. Trauzeuge bei der Hochzeit zwischen dem englischen Thronanwärter Perkin Warbeck und Lady Catherine Gordon. Im Oktober 1501 kam Jakob IV. Erneut nach Huntly und zahlte Geldprämien an die Steinmetze aus, welche an der Burg arbeiteten. Zudem nahm er 1503 und 1504 am dortigen Schützenwettbewerb teil. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Burg weiter ausgebaut. 1576 brach George Gordon, der 5. Earl of Huntly, beim Fußballspielen zusammen. Auslöser war vergiftetes Essen. Nach seinem Tod geschahen laut Überlieferung rätselhafte Ereignisse. In der Zeit, in welcher der Leichnam des Earls in der Chamber of Days aufgebahrt war, brachen 2 Diener und 2 weitere Personen ohne ersichtlichen Grund zusammen. Als sie ihr Bewusstsein wiedererlangten, klagten sie über Kältebeschwerden. Und nach der Beisetzung des Earls in der Kapelle hörte sein Bruder, in der großen Halle sitzend, unerklärliche Geräusche aus der verschlossenen Chamber of Days. In den Anfängen des englischen Bürgerkrieges eroberte die schottische Covenanter-Armee die Burg. 1644 nahm James Graham, der erste Marquess von Montrose, Huntly Castle ein. Doch nur kurze Zeit später verlor er die Burg an Archibald Campbell, den ersten Marquess of Argyll. Drei Jahre später tobten wieder Kämpfe um die Burg. Lord Charles Gordon und seine Männer verteidigten Huntly tapfer. Doch sie wurden von den Truppen von General David Leslie ausgehungert und mussten aufgeben. Nun offenbarte sich die Grausamkeit des Krieges vollends. Die Soldaten wurden gehängt und die Offiziere enthauptet. Im Dezember 1647 nahm man den Earl of Huntly gefangen
und stellte ihn unter Stubenarrest auf seinem Anwesen. Hilflos musste er zusehen, wie seine Gefolgsleute vor den Burgmauern erschossen wurden. 1650 wurde König Karl II. Von England besiegt und damit war das Ende der Herrschaft der Gordons über Huntly besiegelt. Danach begann die Burg zu verfallen und die Menschen im Dorf nutzten sie als Steinbruch zum Bau von Häusern. Im Zweiten Jakobitenaufstand von 1746 wurde die schon zur Ruine gewordene Burg von britischen Regierungstruppen besetzt. Erst im 19. Jahrhundert rettete eine Nostalgiebewegung Huntly Castle vor dem endgültigen Zerfall. Seit 1923 ist sie wieder im Besitz des Clan Gordon und wird heute von Historic Scotland verwaltet und gepflegt.